Hallo und willkommen zum Adventkalender, heute am 12. Dezember. Die ganzen Weihnachtskekse, die wir in der Adventszeit essen, kann man exzellent mit Kaffee runterspülen. Der Kaffee hält einen dann auch gleichzeitig noch wach und das liegt am Koffein. Das Koffein ist ein stickstoffhaltiges Molekül, ein Alkaloid, und das schaut so hier aus. Das hat einen Doppelring mit verschiedenen funktionellen Gruppen dran. Koffein kommt im Kaffee vor, nachdem es auch benannt ist. Ich mag leider keinen Kaffee, darum trinke ich Tee. Der hat auch Koffein. Wie, in Tee ist auch Koffein drin? Ich dachte mal, da wäre Tein drin. Das stimmt, aber es ist das gleiche Molekül. Das Koffein im Tee und im Kaffee ist vollkommen identisch und heutzutage sagt man eigentlich nur noch Koffein und nicht mehr Tein. Ja, aber wieso wirkt eine Tasse Kaffee bei mir dann ganz anders als eine Tasse Tee? Aber Eva, wir trinken ja gar keinen Kaffee. Aber falls es euch so geht, dann liegt das an der Dosis. Eine Tasse Schwarztee enthält durchschnittlich nämlich nur halb so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. Dabei haben Teeblätter einen deutlich höheren Koffeingehalt als Kaffeebohnen. Und wie hängt das zusammen? Geröstete Kaffeebohnen haben zwischen 1,3 bis 2% Koffein. Schwarztee hat ca. 3 bis 3,5% Koffein, also wesentlich mehr. Aber während wir für eine Tasse Kaffee ungefähr 10 Gramm Kaffeepulver nehmen, benutzen wir für Tee nur ca. 2 Gramm. Außerdem ist der Kaffee fein vermahlen, während der Tee gröber ist. Dadurch hat Kaffee eine viel größere Oberfläche, wo das Koffein aus dem Pflanzenmaterial in das Wasser übergehen kann, als der Tee. Um den Koffeingehalt im gebrauten Tee zu maximieren, könnte ich also den Tee zermahlen, aber das möchte ich nicht. Dann ist da auch noch der Unterschied in der Extraktion, also die Braumethode auf Normaldeutsch. Die Wassertemperatur und wie lange ihr den Tee ziehen lasst, haben Einfluss auf den Koffeingehalt. Schwarztee braue ich normalerweise mit kochendem Wasser, während ich Grüntee nur mit ca. 80 Grad warmem Wasser übergieße. Der Unterschied in der Temperatur macht, dass im Grüntee ca. nur halb so viel Koffein drin ist wie im Schwarztee. Das Koffein ist im heißen Wasser sehr viel besser löslich. Außerdem spielt auch die Zeit eine Rolle, wie lange ihr den Tee ziehen lasst. Je länger ihr den Tee ziehen lasst, je mehr Koffein wird extrahiert. Und auch beim Kaffee macht die Extraktionsmethode einen Unterschied. Espresso hat zum Beispiel pro Milliliter mehr Koffein als Filterkaffee. Noch viele andere Pflanzen neben Kaffee und Tee machen Koffein, und zwar als Schutz gegen Fressfeinde. Das Koffein ist giftig oder betäubend für Insekten, aber für uns Menschen ist es nicht besonders giftig. Wir können trotzdem mal ausrechnen, wie viele Tassen Kaffee man trinken müsste, um an Koffeinvergiftung zu sterben. Die tödliche Dosis Koffein für einen erwachsenen Menschen liegt ungefähr bei 10 Gramm. Eine Tasse durchschnittlicher Filterkaffee enthält ca. 100 Milligramm Koffein oder 0,1 Gramm. Das ergibt dann 100 Tassen Kaffee, um die tödliche Dosis von 10 Gramm Koffein zu erreichen. Also eine tödliche Dosis Koffein kann man durch Kaffeetrinken alleine nicht einnehmen. Allerdings kann man schon vor den 100 Tassen Kaffee unangenehme Nebeneffekte feststellen. Wenn ihr zu denen gehört, die nachts nicht schlafen können deshalb, dann solltet ihr vielleicht lieber auf Kräutertee umsteigen, denn der enthält überhaupt kein Koffein. Im Körper wird das Koffein von Enzymen in unserer Leber abgebaut in die Stoffe Paraxanthin, Theobromin und Theophyllin. Wenn ihr schon länger hier mitschaut, dann kennt ihr das Theobromin aus der Schokolade. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es hier nochmal nachschauen. Tschüss und bis morgen.